Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Tim und ich sitze hier mit Julia. Heute quatschen wir ganz locker über Sparen, also wie man anfängt ohne Stress und wie das im Alltag klappt. Ja, sparen klingt oft schwer, aber es kann echt einfach sein. Und wir erzählen heute auch kleine Geschichten aus dem Leben. So Sachen, die wirklich passieren, weißt du. Genau, nix Theorievortrag. Ich habe zum Beispiel in der Pandemie plötzlich mehr über Geld nachgedacht. Plötzlich war Ruhe, weniger ausgehen und ich habe gemerkt, oh, ich kann ja tatsächlich was zur Seite legen. Das war so ein kleiner Aha-Moment. Ja, das kenne ich. Bei mir war es ähnlich. Ich habe weniger gekauft und dann gesehen, oh, mein Konto ist nicht mehr direkt leer. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal einen Plan, ein Budget, also so einen Plan für mein Geld, was reinkommt und rausgeht. Budget klingt immer so groß, oder? Aber eigentlich ist es nur, ich schreibe auf, wofür ich Geld ausgebe. Einen Monat lang, ganz ehrlich, auch den Kaffee to go. Danach sieht man echt schnell, wo was hinfließt. Ja, total. Ich war ehrlich gesagt schockiert. Ich habe so viel für Kleidung und kleine Hobbys ausgegeben, so Bastelzeug, du kennst mich. Nicht böse, aber halt viel Kleinkram und das summiert sich. Oh ja, diese kleinen Beträge, die tun so, als wären sie unsichtbar. Aber am Monatsende stehen sie da und winken. Haha. Ich habe dann einen Trick gemacht, ich sortiere in Kategorien. Miete, Essen, Verkehr, Spaß und so weiter. Guter Punkt. Und ich habe dann eine Regel gebaut, sehr simpel. Erst spare ich, dann gebe ich aus. Also gleich am Monatsanfang geht etwas Geld auf ein anderes Konto, so ein Sparkonto. Ja, das ist dieser Dauerauftrag, ne? Also Geld geht automatisch rüber, ohne dass ich nachdenke. Das macht's leichter, weil ich dann nur das restliche Geld sehe und benutze. Genau, so fühle ich mich auch nicht dauernd versucht. Und ich habe auch ein Wort gelernt, Notgroschen. Das ist Geld für Notfälle, wie eine kaputte Waschmaschine oder wenn der Laptop stirbt. Ja, Notgroschen ist wichtig. Viele sagen so 3 Monatsmieten als Ziel, aber hey, fang klein an. Erstmal 100 €, dann 300 Schritt für Schritt. Klein ist besser als gar nicht. Voll. Manche sagen auch, ich verdiene nicht viel, ich kann nicht sparen. Ich verstehe das wirklich. Aber selbst 10 Euro pro Woche sind am Ende des Jahres über 500 Euro. Das ist schon was. Genau, kleine Schritte zählen. Und wenn's eng ist, kann man auch nach Mini-Ideen schauen. Zum Beispiel eine Woche kein Essen bestellen oder ein No-Spend-Wochenende, also nichts kaufen außer Essen, was man wirklich braucht. Oh ja, das habe ich getestet. Ein Wochenende ohne Shopping, ohne Apps, ohne nur mal kurz gucken. Es war überraschend entspannt und ich habe gemerkt, mir fehlt gar nicht so viel. Ich habe neulich auch so eine verrückte Story gehört. Jemand hat im Zelt gelebt, um Miete zu sparen. Also, ich würde das nicht machen, ganz ehrlich. Aber es zeigt, Menschen sind kreativ, wenn es ums Sparen geht. Haha, ja krass, das ist echt extrem. Ich brauche mein Bett und meine Dusche, danke. Aber die Idee dahinter ist klar. Guck mal, wo die großen Kosten sind, vor allem Miete und Verkehr. Kleine Schritte dort bringen viel. Stimmt. Ich habe einmal meinen Arbeitsweg neu gedacht. Der tägliche lange Pendelweg hat so viel Zeit und Geld gekostet. Dann habe ich geschaut, ob Homeoffice geht, wenigstens teilweise. Das spart echt Fahrkarten und Nerven. Ja, Arbeit und Leben neu denken kann Geld und Energie sparen. Ich habe zum Beispiel mein Fitnessstudio gekündigt und stattdessen draußen trainiert. Nicht für immer, aber für ein paar Monate. Mein Konto hat sich gefreut. Kleiner Tipp noch, lerne ein bisschen über Geld, so ganz entspannt. Podcasts, kurze Videos, leichte Artikel. Wenn man die Wörter versteht, hat man weniger Angst und man trifft bessere Entscheidungen. Ja, absolut. Und wenn ein Wort komisch ist, einfach googeln oder jemanden fragen. Zum Beispiel Zinseszins, das klingt kompliziert. Das heißt einfach, du bekommst Zinsen und dann bekommst du später Zinsen auch auf diese Zinsen. Also es wächst schneller. Genau. Und deshalb ist früh anfangen so gut. Auch wenn es nur kleine Beträge sind, die Zeit hilft. Das ist wie ein Baum. Du pflanzt heute und in ein paar Jahren hast du Schatten. Klingt kitschig, ist aber wahr. Hey, poetisch, Tim. Aber ja, früh anfangen ist Gold. Manche warten, bis alles perfekt ist, so wenn ich mehr verdiene, dann fange ich an. Aber oft kommt dieses Perfekte später nicht. Besser heute klein als morgen gar nicht. Und wenn Schulden da sind, also Geld, das man jemandem schuldet, dann ist das Thema extra wichtig. Viele Zinsen bei Schulden sind hoch, das frisst Geld. Da lohnt es sich, erst diese Schulden zu verkleinern, Schritt für Schritt, vielleicht erst die mit dem höchsten Zins. Ja, das ist hart, aber möglich. Ich würde auch nicht so streng sein mit mir. Ein Plan hilft, aber man darf auch mal atmen. Wenn ein Monat nicht perfekt läuft, okay, weiter geht's im nächsten Monat. Sag mal, wie fühlst du dich, wenn du sparst? Also ist das Druck oder eher Freiheit? Ich habe manchmal das Bild im Kopf, Sparen ist Verbote.
Aber eigentlich ist es ja ein Ja zur Zukunft. Gute Frage. Für mich ist es inzwischen Freiheit. Wenn der Kühlschrank kaputt ist, denke ich nicht, oh nein, Krise. Ich denke, okay, nervig, aber ich habe meinen Notgroschen. Das macht viel im Kopf. Stimmt. Und Spaßgeld ist auch wichtig. Also ein kleiner Teil nur für Dinge, die Freude machen. Wenn ich weiß, ich darf ein bisschen sinnlos ausgeben, dann halte ich den Plan besser durch. Genau. Ich habe so Umschläge, also in der App, nicht aus Papier, haha. Ein Umschlag für Essen, einer für Spaß, einer für Geschenke. So sehe ich, was noch da ist. Wenn der Spaßumschlag leer ist, dann ist halt Pause. Ich habe so bestellte Tabardänien. Ich habe so, das so Probise. Oh, das ist die Umschlagmethode, ne? Sehr visuell mag ich. Und man kann es simpel halten. Nicht zu viele Kategorien, sonst wird's Stress. 3 bis 5 reichen oft. Total. Und wenn man unsicher ist, eine Liste machen mit festen Kosten. Miete, Handy, Internet, Ticket. Dann die beweglichen Kosten, Essen, Freizeit. Erst die festen bezahlen, dann sehen, was übrig bleibt. Ich hatte auch mal so einen Aha-Moment wie du. Ich habe meine Ausgaben für Snacks gesehen und dachte, wirklich so viel? Seitdem koche ich öfter vor. Spart Geld und schmeckt sogar gut, meistens. Haha, ja, meistens. Ich habe mal eine Woche lang nur Sachen aus dem Küchenschrank gegessen, also was schon da war. Das war wie ein kleines Spiel. Und ich habe gemerkt, wie viel ich eigentlich schon zu Hause habe. Sag mal, viele fragen ja auch, wann sollte ich investieren? Also nicht nur sparen. Ich sag, erst Notgroschen, dann langsam investieren. Zum Beispiel ein breiter Fonds, also ein Korb mit vielen Firmen, damit das Risiko kleiner ist. Ja, und regelmäßig ist gut. Ein Sparplan, also jeden Monat ein kleiner Betrag. Ich bin kein Profi, aber das ist für mich stressfrei. Und ich schlafe besser, wenn ich weiß, ich brauche das Geld jetzt nicht sofort. Genau, langfristig denken. Und wenn man Angst hat, klein anfangen, 20 Euro, 30 Euro. Wichtig ist die Routine und nicht dauernd die Kurse checken. Das macht nur verrückt. Oh ja, ich habe das mal täglich geschaut. Das war keine gute Idee. Jetzt schaue ich selten rein und nutze die Zeit für was Schönes. Ein Spaziergang bringt mehr als Zahlenstachen. Eine Sache noch, die viele vergessen: Gebühren. Manche Konten oder Fonds haben hohe Kosten. Kleine Prozentzahlen klingen harmlos, aber auf Dauer ist das viel. Also Augen auf bei den Gebühren. Absolut. Und wer uns jetzt zuhört und denkt, boah, das ist viel Info, atme kurz. Fang mit einer Sache an, nur eine. Zum Beispiel Ausgaben eine Woche lang notieren. Das reicht für den Start. Ja, eins nach dem anderen. Und dann vielleicht im nächsten Monat Dauerauftrag einrichten, 10 oder 20 Euro. Danach Notgroschen aufbauen. Später Sparplan testen. So wächst es langsam. Ich habe auch gelernt, mit anderen reden hilft. Freunde, Familie oder eine Community online. Man hört Ideen, auf die man nicht kommt. Und man fühlt sich weniger allein mit dem Thema. Stimmt. Ich habe mal gelesen, jemand hat mit einem Freund nur noch über verrückte Spariden gelacht. Zurzeit wohnen, haha, oder nur mit Fahrrad leben. Man muss das nicht machen, klar, aber es öffnet den Blick, wo man selbst ein bisschen drehen kann. Und manchmal merkt man, hey, ich arbeite so viel, pendle ewig und am Ende bin ich müde und kaufe dann teures Fast Food. Wenn ich den Weg ändere oder die Zeit besser plane, spare ich Geld und fühle mich besser. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um Alltag. Ganz genau. Und kleine Rituale helfen. Zum Beispiel jeden Sonntag kurz aufs Konto schauen. Nicht lange, nur 5 Minuten. Dann weiß ich, wo ich stehe und es gibt keine bösen Überraschungen. Oh, und noch was, Ziele sichtbar machen, ein Foto vom Reiseziel an den Kühlschrank oder ein Satz wie neuer Laptop, ich komme. Das motiviert mehr als eine nackte Zahl. Ja, Bilder wirken. Ich habe mir mal ein kleines Thermometer gemalt, wie bei Spendenaktionen, weißt du? Jeden Monat ein Stück ausmalen. Haha, ein bisschen albern, aber es macht Spaß. Ei, warum nicht? Spaß ist wichtig. Wenn Sparen nur streng ist, hört man schnell auf. Also klein, einfach, ein bisschen lustig und dranbleiben. Sollen wir noch mal kurz zusammenfassen? Erst Überblick über Ausgaben, am besten einen Monat. Zweitens Notgroschen starten, klein ist okay. Drittens Dauerauftrag einrichten, also automatisch sparen. Viertens langsam über investieren lernen, wenn der Notgroschen da ist. Ja, und zwischendurch Schulden priorisieren, wenn da was ist. Gebühren checken. Lernquellen nutzen, Podcasts und Videos, aber entspannt. Und bitte freundlich zu euch selbst sein. Es ist ein Prozess, kein Sprint. Oh, und Spaßbudget nicht vergessen. Ein bisschen Geld nur für Freude. Das hält die Motivation hoch. Und wenn mal ein Monat schief läuft, einfach weiter. Genau.
Und wenn ihr uns zuhört und denkt, ich fange heute an, dann super, sucht euch eine Minisache für heute. Vielleicht die App fürs Konto oder der erste kleine Dauerauftrag. Fühlt sich gut an, versprochen. Ich glaube, wir sind am Ende für heute. Hat Spaß gemacht, ehrlich. Ich hoffe, ihr nehmt was mit für euren Alltag. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gern eure Gedanken. Bier ein Fauermin, Heckekäs, ja, hat ist einer Kranz Vierein, das gehört. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gern eure Gedanken. Hier. Ja, und wenn euch das Gespräch gefällt, lasst gern ein Like da. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir machen öfter solche gemütlichen Finanztalks ohne Stress, versprochen. Genau. Bleibt entspannt, bleibt neugierig, kleine Schritte, große Wirkung. Danke fürs Zuhören und für eure Zeit heute. Danke euch. Habt einen schönen Tag, trinkt genug Wasser und viel Erfolg beim Sparen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!